Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Toni und heute werde ich dir ein Risikotool vorstellen, wo du vielleicht in Zukunft dein Risiko nicht nur planen, sondern auch deine eigenen Trade-Szenarien besser einschätzen kannst, vor allem bewusster erkennen, wo es vielleicht scheitert. Kurz zu mir, ich bin aktuell selbst noch in der Trader-Ausbildung und befinde mich gerade in einer Break-Even-Phase, also irgendwo zwischen nicht stabil und doch noch stabil. Ich habe die letzten Jahre ein eigenes Framework entwickelt, eine Art fraktal-analytisches, intuitives Beobachtungssystem. Ja, kompliziert. Es ist ein Versuch, meinen Weg im Alleingang zu finden und ich liebe es einfach. Mit diesem und anderen Videos möchte ich meinen Weg ein Stück weit dokumentieren und dir gleichzeitig einen Teil meines Risikomanagement-Tools, mit der ich mein Risiko und meine Gewinnerwartung bewusster plane. Aber jetzt genug und starten mit dem Risikotool. Kurz vorab, den Link zur Excel findest du unten in der Beschreibung, welches über Zenodo runtergeladen werden kann. Heute werden wir zwei von 7 typische Trader-Charaktere abbilden, mit echten Zahlen zu Konto, Risiko, Take Profit und Gewinnerwartung, die mir geholfen haben, es einfach anders zu sehen als die 1%-Regel, wie im Internet kursiert. Vielleicht findest du auch darin, wo verhalte ich mich vielleicht genauso, was könnte man ändern oder besser, was übersehe ich vielleicht. Wir starten jetzt mit dem Charakter Wunschmillionär, dem Trader, der von großen monatlichen Gewinne träumt, aber dessen Konto, Risiko und Trefferquote diese Wünsche noch nicht realistisch tragen können. Wir gehen jetzt davon aus, dass dieser Wunschmillionär einen Traum hat. Er will 5000 Dollar im Monat gewinnen. Eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 49% hat er sich gerade ermittelt. Er hat eine TP von 1,4 im Durchschnitt aller seiner Trades. Sein Risiko liegt bei 1%, was er auch festhalten möchte. Und Kapital hat er 20.000. Was wir jetzt als erstes verstehen müssen, was will dieses Tool von uns und was macht es überhaupt? Es ist so, dass dieses Tool immer die gleiche Formel hat. Die Formel definiert 7 Parameter. Einmal die Gewinnwahrscheinlichkeit als Ergebnis, dann gibt es gewünschte Gesamtgewinn, also das, was wir uns eigentlich wünschen, in Abhängigkeit aller Parameter, dann eine geplante Anzahl der Trades, das heißt, innerhalb einer Periode, entweder einen Monat oder eine Woche oder vielleicht auch einen Tag, eingesetzter Kapital, den wir haben, den Risikoanteil pro Trade und dann den Stop-Loss und Take-Profit, ja, was wir eigentlich definiert haben oder möchten. Ja, was ist ja unsere Strategie? Und das Tolle daran ist, dass wir diese Formel umformen können und quasi immer hier bei der ersten Spalte zum Beispiel erkennen, dass wir eigentlich hier den WT errechnen und mit den restlichen Parametern uns diesen WT dann ermitteln können. Bei der zweiten Spalte haben wir auch die Parameter, nur jetzt fehlt hier Take Profit, wird jetzt hier als Ergebnis ausgegeben. Bei der dritten Maximalgewinn, bei der vierten Minimalkapital, beim fünften Maximalrisiko, beim sechsten Minimal Trades. Ja, das geht ja immer darum, wie viel benötige ich durch meine Parameter, die Suche nach meinem Ergebnis, zum Beispiel nach Trades, nach Risiko, nach Kapital, nach Gewinn, nach SL, wie auch immer. Und abhängig vom Charakter kann man von einer Spalte in die nächste Spalte gehen. Und das möchte ich einfach mal zeigen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind dieser Wunschmillionär, er hat 5000 US-Dollar. Das ist so sein Ziel. Also, was sagt es uns? Er möchte einfach das gewinnen. Jetzt kann er sich natürlich prüfen und sagen, okay, ich will 5000 und meine Gewinnwahrscheinlichkeit TP 1%, 20.000 Kapital. Was passiert jetzt mit meinem Wunsch? Da gehen wir einfach zum Maximalgewinn und setzen jetzt mal die Parameter ein, die wir jetzt haben. Wir sagen jetzt mal so, er tradet zweimal am Tag, circa im Monat und es resultieren circa 48 Trades. Ist ja alles nur fiktiv. Jetzt können wir eintragen TP zum Beispiel, also wir sind gerade im Gewinnbereich. Wir wollen jetzt wissen, was unsere Parameter, was für ein Gewinn hier ausgegeben wird. Er hat 1,4 TP, Stop-Loss ist 1, sein Kapital liegt bei
20.000 und sein Risiko liegt bei 1%. Seine Gewinnwahrscheinlichkeit bei 49. Jetzt rechnet dieses Programm genau von der Wahrscheinlichkeitsabhängigkeit inklusive TP und SL, was er eigentlich maximal gewinnen kann, wenn es rein Statistik ist, ja, und Risikomanagement ist Statistik, ja. Und hier sagt das Programm, hey, du mit deinen Parametern kannst eigentlich nur 1690 gewinnen und das muss ihm klar sein. Wenn er zum Beispiel 60 hätte, hätte er mehr gewonnen, natürlich, aber er liegt ja gerade bei 49. Warum willst du einen 5000? Natürlich kann es ein Ziel sein für die Zukunft, aber aktuell mit einem Parameter hebt dich nicht ab von deinem Wunschdenken. Ja. Zudem muss er noch eins bedenken, es ist so, dass er 1,4, was er berechnet hatte, TP durchschnittlich, muss er auch bei diesen 48, muss er mindestens, ja, die 24 Trades im Durchschnitt 1,4 haben. Heißt, wenn er jetzt mal einen Trade hat mit 1,1 oder 0,9, wie auch immer, dann muss er die nächsten einfach mit 1,8 schaffen, ja, damit er seinen Durchschnitt von 1,4 hält. Ja, dann ergibt es das auch, ja, seine 1690 Gewinn. Aber das ist noch nicht alles, sondern wir haben auch noch Gebühren. Das heißt, wir haben Round Turn. Das heißt, gehen wir jetzt davon aus, wir hätten hier jetzt Micro und Nasdaq mit Round Turn von 1,04. Circa ist alles nur geschätzt. Er hat 5 Lots, wo er die ganze Zeit tradet. Und am Ende hat er auch noch eine Gebühr. Das heißt, er muss noch seinen Gewinn davon abziehen. Das heißt, am Ende bleiben ihm von 1690 1440. Das heißt, dass das er tragen muss mit seinen Parametern. Mehr kann er nicht momentan. Und der große Nachteil in seiner Einstellung, ja, vor allem mit 1% und den kleinen TP, passiert eins. Der Gesamtdrawdown, um eigentlich diese 1000, ich runde es jetzt mal auf, 1700 zu erreichen, erhält er damit einen Gesamtdrawdown von 4800. Also das heißt, sein Risk ist aktuell 200 je Trade, weil er die 1% hat. Somit durch seine Gewinnwahrscheinlichkeit fällt er sehr, sehr oft in einen Drawdown. Also vom Feeling her, vom Emotionalen ist das ein sehr, sehr großer Druck, weil er natürlich sehr hoch ansetzt. Klar kann er schaffen, wenn er das, die Wahrscheinlichkeit wie auch TP, relativ klar in der Statistik durchhält, ohne emotional zu fallen, weil er natürlich ein großes Drawdown hat, dann ist es gut, aber das Verhältnis kann auch sehr böse enden. Und somit wäre ich jetzt dieser Wunschmillionär, würde ich mir dann Gedanken machen, sag, okay, warte mal, ich habe echt einen großen Drawdown, vielleicht verändere ich etwas in meiner Strategie. Ich schaue jetzt mal, was ich jetzt da ändern kann. Jetzt bleibe ich einfach jetzt in dieser Spalte und sage, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt meine Wahrscheinlichkeit erhöhe? Ja, komme ich noch an meine 5000? Naja, auch noch nicht. Ja. Was muss ich denn erreichen, damit ich meine 5000 erreiche? So die Einstellung laut meiner Gewinnwahrscheinlichkeit. Jetzt gehe ich mal bei 60. Ja, immer noch nicht. 65. Jetzt komme ich schon näher. Dann sage ich einfach mal 64% müsste ich meine Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen. Das heißt, sein Traumwunsch wurde jetzt damit ein bisschen reduziert und sagen, okay, irgendwas stimmt ja nicht. Mein Konzept, ich muss wirklich aufpassen. Ja. Jetzt ist halt die nächste Frage, was will er denn erreichen? Will er jetzt nur 5000 oder will er jetzt sein Trade Management so optimieren, dass er auch dann keine Panik hat, ja, Geld zu verlieren in diesem Gesamt-Showdown? Weil je ungleichmäßiger Gewinn und Verlust ist, desto emotionaler wird alles. Ja, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf 9,4, wird er mehr Verluste spüren wie Gewinne. Und das ist emotional ein wirklicher Kampf. Ja. Da muss man wirklich auch dann diesen 49% und 1,4 im Durchschnitt TP sehr treu bleiben und darauf vertrauen, dass man auch darin bleibt. Und wenn ich sowas sehe, dann muss man natürlich anfangen nachzudenken, bewusster zu werden. Ändere ich was an meinem Management oder bleibe ich meinem Traum treu? Jetzt würde ich natürlich vorschlagen, okay, was passiert, wenn ich jetzt 0,5 gehe? Ja?
ja, dann wird natürlich mein Gewinn noch weniger. Ne? Dann wird man traurig. Da habe ich 845 oder ich sage jetzt mal nach Abzug Gebühren 600 $, habe immer noch einen Verlust von 2400, also immer noch fast das Vierfache. Ähm, Danach könnte man sagen, okay, wenn ich hier jetzt nicht keine Lösung finde, versuche ich jetzt mal zu finden, welche Wahrscheinlichkeit habe ich denn aktuell oder wie könnte ich meine Wahrscheinlichkeit prüfen? Dann gebe ich jetzt einfach mal meinen Wunschgewinn nochmal hin, 5000, mein 1,4 SL 1000 und ich gehe hier nochmal mit 1%, 63%, das wir auch vorhin schon ermittelt haben. Ja. Jetzt würde ich sagen, okay, was brauche ich denn für ein TP, damit ich damit ich meine 5000 erhalte? Dann gehe ich jetzt zum TP, mache ich 5000, 48 Trades, ein SL, 20.000. Jetzt sehe ich eigentlich, okay, ich müsste eigentlich ein TP von 2,1 erreichen, damit ich mein Ziel erreiche. Aber dennoch bleibt mein Gewinn jetzt hier in gleichermaßen 4.750 zu Drawdown 4.800. Die gleichen sich jetzt aus. Das heißt, wenn ich wirklich es schaffe, mit einem TP im Durchschnitt bei 2 zu liegen, dann bekomme ich auch emotional ein gutes Gefühl. Aber ich muss erstmal die 2,1 erstmal schaffen im Durchschnitt. Ja? Ähm, und so kann man sich quasi reinfinden und sagen, okay, was fehlt noch in meinem Trade Management? Wo, in welchen Parametern müsste ich noch an mir arbeiten? Oder ich sage einfach jetzt ganz klar, ich schaffe einfach nur die 1,4. Ja? Ich schaffe einfach nur die 1,4. Ich schaffe einfach gerade momentan die 49. Klar, manchmal habe ich es auch 52, als ich schwanke, man hat immer eine Spannbreite oder eine Schwankungsbreite in der Gewinnwahrscheinlichkeit. Und hier kann man dann anfangen zu sagen, okay, jetzt bin ich einfach real und respektiere meine Parameter, die aktuell im Feld sind und sag, okay, ich hatte 1%, das ist mir einfach zu viel, 2000 zu 4000 Gesamt-Drawdown, dann reduziere ich einfach jetzt mal mein Risiko und gehe mal auf 8 und sehe, jetzt komme ich schon ein bisschen näher, ich werde 1,6, 3,6, jetzt gehe ich einfach mal runter auf 5 und jetzt wird zwar alles weniger, ja, der Risiko ist zwar noch da, der große, aber der Schaden nicht mehr im Gesamtsumme vom Kapital. Ja. Das heißt, jetzt könnte ich sagen, okay, ich will lieber ein kleines Risiko mit 100 oder mit 0,4 und arbeite mich mit einem höheren Drawdown am Anfang. Ich mache einfach 1,8, ja. Ich gucke, dass ich mir bessere Trades jetzt finde, die mir einfach mehr geben, ja, qualitativ. Und was passiert jetzt? Jetzt bekomme ich ein Endergebnis, einen Gewinn nach Gebühr von 1500 und habe einen Drawdown von 1800. Das heißt, jetzt fange ich an, qualitative Trades vielleicht mehr zu finden, weil ich bewusster geworden bin, dass mit meinen Parametern, meinem Wunschtraum 5000 nicht mehr, eigentlich nicht real ist laut Statistik und mit meinen aktuellen Parametern. Und so kann man sich immer wieder ein bisschen antasten von Spalte zu Spalte. Was sucht man, was will man noch mal ein bisschen prüfen. Ja? Zum Beispiel gehen wir davon aus, wir wären jetzt beim Risiko und wir würden jetzt ein Risiko anpassen. Wir sagen, okay, wir wollen jetzt hier 5000 und wir haben 1,4, wir haben ein SL, wir haben unsere 20.000 Kapital und wir haben 49 Gewinnwahrscheinlichkeit. Jetzt, wow, ich brauche ja nur ein 2,3 Risiko und ich habe meinen Gewinn drin. Ja, ich habe 4.750 $. Cool, das könnte ich ja nehmen. Ja, einfach Risiko erhöhen. Aber dann fängt es natürlich wieder an. Was macht mein Gesamt-Drawdown? Was machen meine Emotionen danach? Ja, dazwischen, ja, wenn ich mal eine lange Verluststrecke habe, ja, die mir auf einmal 5.000 entnehmen, weil hier liegen wir dann bei 14.000. Ja, also das ist genau das Thema. Wir werden bewusster und überlegen uns zweimal, ob wir doch diese Strategien weiterverfolgen oder doch einfach mal irgendwas anderes an unserem Wunsch oder Risiko, wie auch immer, mal runterschrauben und einfach das ganze Spiel mal in die Erfahrung übertragen. Heißt, wir reduzieren lieber alles, verlieren weniger, sind nicht so emotional und versuchen das Ganze mal mit einem langsamen Weg zu gehen, weil
Wir können die Wahrscheinlichkeit nicht überlisten. Wir können nicht TP überlisten, wenn wir den Markt nicht lesen können. Und das ist mir jedes Mal passiert. Ich wusste nicht, wo ich ansetzen soll im Risikomanagement. Und ich habe mir eben diese Formel dann zusammengebaut und habe dann natürlich gemerkt, ja, ich werde bewusster. Ja, ich werde bewusster, was ich gerade tue und vor allem, wie ich es vielleicht verändern kann und worauf ich mich vielleicht konzentrieren muss. Das wäre zum Beispiel der Wunschmillionär. Ich werde nicht alle Charakteren durchmachen, sonst würde ich hier das Video sprengen. Ich versuche das natürlich alles ein bisschen zu erklären, wie man sowas in etwa machen kann. Zum Beispiel gibt es der Risiko-Cowboy, der Maximalrisiko, ja, der reitet auf sein Risiko. Er liebt große Positionengrößen, weil er einfach mehr Gewinn generieren möchte und dreht sein Risiko pro Trade nochmal nach. Also in jedem Trade riskiert er noch mehr Aufbauzonen und so weiter. Er träumt natürlich jetzt hier ein kleiner, der ein Kapital von 5000 hat, will aber sofort einen Tausender haben, weil 1000 fühlt sich nicht viel an, aber 5000, naja, kann man doch schaffen. Ja. Er hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 47%, TP von 1,4, Risiko von 1,5. Jetzt gehen wir einfach mal beim Risikofeld. Ja, wir geben jetzt seinen Wunschgewinn 1000 ein. Dann hat er 48, er macht das gleiche, 2 Trades am Tag, so wäre sein Ziel, 1,4 TP, 5000 hat er Kapital und Gewinnwahrscheinlichkeit 47. Das heißt, jetzt erkennt er eigentlich, sein Risiko ist komplett falsch mit seinem Wunschgewinn. Ja, er muss 3,26. Sagt er, okay, dann erhöhe es mir, ja, wenn man nur diese Berechnung anschauen täte. Aber in Wirklichkeit, wenn er weiter nach unten guckt und sieht seinen Gesamtdrawdown, da kennt man wieder, hey, warte mal, mit 3,26, ich kann es hochschrauben, gewinne ich 750 $. Das ist ja cool, das ist super. Aber dafür riskiere ich 4141, die ich sowieso in dieser Statistik verlieren werde, früher oder später. Wie ich sie aber verlieren werde, weiß ich nicht. Vor allem gefährlich sind diese Langstreckenverluste, weil dann wird man emotional, dann kriegt man Angst und dann ist das ganze Geld weg. Und um das eigentlich zu überlisten oder das zu übergehen, nicht diesen Weg zu gehen, prüft man sich einfach und sagt, okay, eigentlich ist ja mein Wunschgewinn übertrieben groß. Das sind 20% Gewinn Ende Monat, ja, das muss mal einer schaffen. Vielleicht muss ich es doch runterschrauben, mach es einfach auf 500, habe 1,63, bin schon nahe mein 1,5, naja, immer noch 250 gegenüber 2070. Naja, und da fängt es dann an. Wir müssen jetzt suchen, welche Parameter möchte ich doch ändern. Ja, was kann ich loslassen? Ja, ich habe halt 5000, ich habe nicht mehr. Es gibt es halt nicht, ja. Ich kann gerade nur was riskieren, aber will ich es jetzt komplett verlieren? Oder will ich daraus profitabel werden? Und vor allem Erfahrung sammeln in dieser Zeit, weil die Erfahrung nimmt kein Mensch einen weg. Aber wenn ich die 5000 weg habe, habe ich eine schlechte Erfahrung. Ja, das macht einen mit der Zeit kaputt. Ja, 5000 hier, 5000 da. Also könnte man sich jetzt vorstellen, okay, welche Gewinnwahrscheinlichkeit oder mit meinen Parameter, welchen Maximalgewinn kann ich denn eigentlich wirklich generieren? Ja, da geht man einfach zum Maximalgewinn. Man gibt jetzt sein 1,4 TP ein, 1 SL, man hat nur 5000, man hat ja gesagt 1,5 und man hat Gewinn wahrscheinlich von 47. So, jetzt erkenne ich eigentlich mit dieser Wahrscheinlichkeit, mit dieser Strategie oder mit dem Können, oder mit der Handlungsfähigkeit, die man hat, erreicht man eigentlich 461 aktuell. Und man muss immer eins bedenken, die Wahrscheinlichkeit ist eine Schwankungsbreite. Ja. Ich habe Zeiten, weil ich noch in meiner Break-Even-Phase bin, von Anfang an, ich trade gerade 60 Tage live, nachdem ich mein Framework oder meine Methode entwickelt habe, die letzten 2 Jahre. Es war mehr Entwicklung, ich war 80-90% der Entwicklung, wie das ich wirklich getradet habe. Ich habe immer wieder getestet in Prop-Firmen, aber ich habe gemerkt, meine Schwankungen sind bis heute bei 60%. Das heißt, ich schwanke zwischen 75, 80 und aber auch wieder abwärts 30%. Es ist einfach bei mir in dieser Break-In-Phase einfach noch da.
diese nicht qualitativen Trades, sondern auch mal quantitativen, weil ich einfach noch Erfahrung sammle, aber noch stabil im Break-Even bin. Somit muss man sich dann Gedanken machen, was will ich denn überhaupt? Und hier hat derjenige jetzt seine Parameter eingegeben, hat Maximalgewinn. Kann ich das akzeptieren? Kann ich auch meinen Drawdown akzeptieren? Emotional für 210 Dollar, was ich gewinnen kann, ja, nach Abzuggebühren, 1100 riskieren, ja, fast die Hälfte meines Gesamtkapital, ja, dann denkt man vielleicht zweimal nach und sagt, okay, nee, das bringt ja nichts. Dann bin ich weg und muss wieder Geld investieren. Ich will ja auch meine Erfahrungen sammeln. Dann reduziere ich doch mal mein Risiko. Ja, da merke ich, puh, dann bin ich ja hier -4, das heißt, ich bin gerade Break-Even und ja, so will ich jetzt aber auch nicht arbeiten. Ja, was passiert dann? Da muss man anfangen, okay, 1,4, was ich gerade trade, das passt einfach nicht. Ja. Ich muss besser werden, ich muss qualitativer werden, ich muss bessere Trades finden. Das heißt, ab wann muss ich, wie viel TP muss ich haben, um meinen Zielwunsch zu erreichen? 1000 Dollar. Dann gehen wir rüber, 1000 Dollar, gib 5000 ein, sag, okay, ich habe einfach eine 47er Gewinnwahrscheinlichkeit. Mit 1% bräuchte ich einen TP 2, aber 1% macht mir natürlich Angst, ja, weil ich einfach ja, das Emotionale noch nicht so greifen kann, ja. Wenn ich schon verliere und ich habe so eine Losing Streak von 8 hintereinander, das heißt 8 mal 50, ja, dann liegen wir einfach bei 400 Dollar und es tut mir einfach dann weh. Ja, vielleicht reduziere ich doch das Ganze nochmal auf 0,6. Merke dann, okay, 2,6 TP muss ich erreichen, um 1000 zu erreichen. Ja, aber jetzt passiert was. Jetzt habe ich ein vernünftiges Verhältnis des Verlustes. Das heißt, das Gefühl im Trading emotional ist nicht mehr so stark. Das heißt, ich habe 750 Gewinn und 760 Verlust. Natürlich ist das nicht auf einmal, sondern es kommt à peu à peu. Aber die Verluste spürt man nicht mehr so arg, weil auch die Gewinne sich wieder kompensieren in einem guten Gefühl. Und das heißt aber, ich müsste hier aber 2,6 schaffen. So, schaffe ich 2,6 im Durchschnitt und das bei 22 oder 23 Trades im Durchschnitt. Das heißt, habe ich mal einen Gewinn von 1,5, muss ich den nächsten auf 3,5 jagen. Ja, man merkt, wie viel Qualität man dann da reinbuttern muss, ja. Dann stellt man sich die Frage, ja, vielleicht muss ich doch bei 5000 Kapital alles mal runterdrehen, ja, auf 500. Und jetzt komme ich schon bei 1,9, Gewinn 250, verliere 630, also 760. Und hier kann man natürlich jetzt anfangen zu spielen, ja, zu sagen, 500 will ich aber nicht, ich will schon ein bisschen mehr, weil hier zahle ich mehr Gebühren, wie dass ich gewinne. Ähm, Alter, ich will einfach 800, ja, oder ich will einfach meine 1000. Somit kann man dann sagen, okay, da muss ich mehr arbeiten, ja. Da muss ich einfach sagen, dann kann ich 0,6 will ich auch nicht mehr riskieren, 30 Dollar ist okay, ja, weil dieses Verhältnis gefällt mir. Was heißt dann, wo ich mich an mir arbeiten muss? An meiner Gewinnwahrscheinlichkeit. Bessere Trades, qualitative Trades. Ja, alleine schon, wenn ich jetzt wachse auf 52 im Durchschnitt, fängt etwas an. Der Drawdown wird weniger und meine Gewinne werden stabiler. Ja, wenn ich irgendwann mal auf 55 mich ansteuere, wird es natürlich auch noch besser. In diesem Video habe ich dir nun zwei Charakteren mit meinem Tool gezeigt, den Wunschmillionär und den Blind Shooter. Insgesamt gibt es noch mehrere Typen, die viele typische Muster im Trading abbilden, zum Beispiel den Ungeduldigen, den TP-Kleinträumer, den Kontoverwechsler oder den SL-Weizieher. Wenn ich alle ausführlich erklären würde, würde das den Rahmen dieses Videos sprengen. Grundsätzlich wirst du aber schon sehr viel entdecken, wenn du ein bisschen mit der Excel spielst und deine eigenen Zahlen einträgst. Viele Muster kennt man dann von selbst. Und ganz wichtig, diese Charaktere sind nicht theoretisch, das sind alles Varianten, die ich selbst in meinem eigenen Trading durchlaufen habe. Wenn das dir gefallen hat und du mehr von diesen Vibe-Charakteren oder von meinem Weg in der Break-Even-Phase mit meiner eigenen fraktalen Trade-Methode sehen möchtest oder auch mein Performance-Tool kennenlernen willst, das nicht den Gewinn
in den Mittelpunkt stelle, sondern meine Performance, dann lass gerne ein Like da, schreib mir einen Kommentar oder abonniere den Kanal. Dann weiß ich, dass sich weitere Videos zu diesem Thema für dich lohnen.